Pierce hat es ins Lagerhaus geschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie eines angesenkten Gemäldes. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei der Ermittlung zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Nee, ist klar. Und deswegen glaube ich, ist das eh tutorialmäßig. Wir müssen, damit wir jetzt damit sie später uns nochmal ein Gefallen abschwatzen kann. Da ist niemand. Keine Sorge. Ist der Polizist auch heimlich der Joker? Ja. Wie im Film. Well, here we are. Hawkins Mansion. Oh, das ist ja eine Einladung. Ich muss mich gleich verschlucken. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Warum heißt er nach einem Gewehr? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Das Anything ist else? auf jeden Fall sehr löblich. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Ich habe noch Fragen, keine Sorge. Ich möchte zum Beispiel noch wissen mit Your Winchester. partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Na Is ja, there anything else you want to ask me? natürlich. Or do you want to go up there? Nein, wir wollen noch weiter reden. Sorry. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Ich habe noch eine. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Kann ich darauf Could he zurückkommen? be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. Ja, cool. True force of nature. A sad old man doesn't worry me. Das sagst du. If you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Das stimmt. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. Das ist I'll eine go Taschenlampe. with you. Feuerzeug. If only to reassure Silas. D'accord, klar, komm mit. Why not? You can help. Right. Let's go. Ist immer gut, einen Polizisten dabei zu haben. Denn er hat keine Pistole? So eine Pistole? Nein, er hat keine Waffe. Du gehst nach da, ich gehe nach hier. Wir trennen uns auf. Wie das in jedem guten Horrorspiel die beste Idee ist.
Mein Kaninchenspürsinn sagt mir... Oh, hübsches Licht. Dass hier etwas ist. Wie ein Stuhl. Ich hab's genau gewusst. Ein kleiner Holzwal. Eine aus Holz geschnitzte Walfigur. Diese Art Spielzeuge machen Seeleute für ihre Kinder. Wir gehen weiter. Wir suchen weiter. Wir suchen weiter. Wir haben einen kleinen Holzwal gefunden. Oh. Dann geht's hier hoch, aber unerwarteterweise. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Nein. Sturdy and well sharpened. Dann nimm sie mit. Sturdy Dann nimm sie mit. and well sharpened. Nimm sie doch mit. Du bist doch der lange Arm des Gesetzes. Haha. Ich habe Sex nicht, weil ich geil bin, sondern um die Triebe meines Partners zu stillen. Genau. Du bist aufopferungsvoll, Marc. Du bist so aufopferungsvoll. Nur für deinen Partner machst du das. Sturdy and well sharpened. Mhm. Und so, ne? Weißt du schon. Bradley was right. This place is much older than I imagined. But the architecture seems too recent. Natürlich, ich sehe, das ist eindeutig spätes 18. Jahrhundert. Erkennbar an den Holzschindeln, die dort oben in einer Form und Darstellung gemacht wurde, sodass sie aussehen sollen wie Schieferschindeln. Die übliche Variante, wie das vor allem im skandinavischen Norden von Europa üblich war. Und hier dementsprechend der Fischfang- und Walfängerkultur ein bisschen mehr Flair verschaffen soll. Zudem auch der runde Bogen im oberen Teil des Fensters ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sich hier an dem Moderne des... oh Gott. Ich gehe mal weiter. Hab den Anfang verpasst. Sorry. Was und warum macht Kata? Das fragen wir uns seit 2,5 Stunden. Ja, ich mich auch. Wir sind Detektiv und wir sollen herausfinden, warum sich eine Frau, eine Malerin, in diesem Haus umgebracht hat mit ihrer Familie. Ich gehe später lang. Steht hier noch mehr? I laid me down and slept. I awakened for the Lord. Sustain me. Psalm 3,5. Okay. Nein, wir reden erstmal mit dem Polizisten. Einladender Ort. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Nein, wir sind Detektiv, wir müssen Hinweise sammeln. Mal Amy, Hinweise. Oh, das ist interessant. Bei wem ist das? Bei Sarah und bei dem anderen, hier bei ihm, bei Charles, sind die kaputt. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Is the caretaker still around? Evidence here suggests he is. It's surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Let's go to the mansion. Ja, genau. Ich bin zwar noch nicht fertig, Please give me a aber... minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? Oh, der war 11. Poor kid. I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that Rod Baker is above that. Lord,
Have pity on this poor family. Press F to pay respect. Ist das ein Pferdekopf? Nein, das ist nur ein Stück Holz. The caretaker takes great care of these graves. Charles Hawkins' grave. Dann gehen wir wohl alleine da hoch. Nicht so, als wäre das geskriptet. Als würden wir da oben alleine irgendwas Schlimmes erwarten. Wird nicht passieren. Sorry. Sorry. Man hätte eine Waffe mitnehmen können. Wir wissen ja zum Glück, dass hier eine liegt. The axe is gone. I'd better be on my guard. Wenn jemand ein Angebot von Mr. Patefee ausschlägt, findet er am nächsten Morgen ein Holz in seinem Bett vor. Ich habe noch Wermut. Ich schick dir Mut. Wermut. Aber was war das? Waren das Augen? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. I'll have to find another entrance. Was? Wie kommst du denn darauf, dass du hier nicht durch kannst? Bist du ein ganz kluger Detektiv, wa? Ist das eigentlich zu dunkel im Stream? Oder seht ihr genug? Das Spiel ist schon sehr dunkel jetzt an manchen Stellen. An dieser zum Beispiel hier. This entrance is still in use. Ich wollte es gar nicht. Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. Hab ich doch gerade gesagt. No baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it Und stays wo that wohnst way. du dann? You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Ja, das erste Mal haben wir es richtig Take the key gewählt. and do what you have Ja. to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Wir haben das erste Mal die richtige Dialogoption gewählt. Noch ein Blitzcutter findet mal ein Korn, das stimmt. Im Angestelltenhaus, natürlich, das Angestelltenhaus. Wer hätte denn damit gerechnet, dass es ein Angestelltenhaus gibt? Oh, da unten vermutlich sogar. Naja, Haus ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
Was ist das hier für ein Tor? Was ist das hier für ein Tor? This gate is locked. Die Tür war fest verschlossen. Eine Höhe... Nee. Die Tür war fest verschlossen. Noch eine Axt, wie viel Äxte der Mann hat. Warum nimmst du nicht mal eine Waffe mit? Oder ich bin gerade zu dumm, das kann natürlich auch sein. Das passt wie immer. Es passt wirklich wie immer. Es passt so gut. So ein Talent, die richtigen Zitate rauszuwählen. Bourbon. Empty, of course. Of course. Die Axt im Haus verlegt den Zimmermann. Okay. Was genau bringt mir das jetzt? Noch nichts offensichtlich. Mark war's. Mark hat den Bourbon ausgetrunken. Der alte Säufer. I know a thing or two about solitude myself. Aber ein Apfel. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Mir ging es bis eben gut. Jetzt bin ich wieder tot. Bäh, Bourbon. Ist doch auch ein... Ist Bourbon nicht auch ein Whisky? So viele Whisky-Marken. Dann können wir jetzt hier eintreten. Ach, guck mal, wer da ist. Och, guck mal. Yes. Shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. Man hätte mich auch mir helfen können, dass ich nicht erst fast umgebracht wurde. Mann, Mann, Mann. Let's take a look inside. I'm with you. Ach, plötzlich. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.